Also Philipp, wenn du jetzt mal in die Glaskugel schaust und mal das Rennen predikten musst, was kommt da in Kurzform bei raus? In Kurzform wird die Laura einen Tacken besser schwimmen noch als letztes Jahr, wird noch mehr Kontakt zur Spitze haben, wird beim Radfahren spätestens nach 90 Kilometer die Führung in dem Rennen tatsächlich innehaben und die auch nicht mehr hergeben. I don't think I can put it into words until it might happen. She's your 2024 Big Fast Ironman World Championship winner, Laura Philipp from Germany. You are an Ironman World Champion! Also ich hatte während dem Rennen ganz lange das Gefühl, dass ich beim Laufen wirklich den Fokus richtig gut halten konnte und diesen Gedanken, dass ich in Führung liege und das Ding vielleicht wirklich abschießen kann, den habe ich versucht nicht zuzulassen. Und dann weiß ich noch, es war irgendwann, man läuft ja quasi 5 Kilometer, dann die letzten 5 Kilometer eigentlich immer geradeaus auf das Ziel zu an der Promenade. Und ich weiß, dass ich es irgendwann gesehen habe und dann habe ich gedacht, okay, kein Krampf, mir geht es noch einigermaßen gut. Jetzt glaube ich, dass ich es schaffen kann. Und mit dem Moment ist in mir halt wirklich so ein Gefühlschaos, Feuerwerk losgegangen. Ja, es war fast schwer, noch einen Fuß vor den anderen zu setzen, weil ich einfach wirklich wie so einen kompletten Überschwall an Emotionen bekommen habe. Und das war total krass für mich einfach, also das zu spüren. Ich hatte schon emotionale Momente in Wettkämpfen Richtung Ziel vor allem auch, aber das war nochmal Next Level. Ich habe dann auch zugelassen, in die Gesichter von den Menschen am Streckenrand zu schauen und habe einfach gesehen, wie viel Freude da auch ist und was natürlich die ja irgendwie auch ein Stück weit meine Emotionen spiegeln. Und das war einfach so eine besondere Erfahrung, diese letzten Meter im Zielkanal zu wissen, ich bin gerade dabei, mir meinen größten sportlichen Traum zu erfüllen und gleichzeitig auch zu wissen, dass so viele Menschen aus meinem Team, von meinen Partnern, auch sogar Familie, dort vor Ort sogar sind, da auch gerade stehen und das mit mir erleben. Und dazu natürlich auch die ganzen Fans, die da waren und das zu so einem besonderen Moment gemacht haben. Also ich glaube, dass sich so viele Menschen mit mir da gefreut haben und mich da angeschrien haben auf den letzten Metern und dazu halt dieses Gefühlschaos und mir, das war ein einzigartiger Moment. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, vor allem wenn ich die Bilder sehe und ja, dann dieses Weltmeisterschaftszielbanner nach oben zu reißen und einfach zu wissen, yes, ich habe es geschafft. Das ist ein Erlebnis, für das ich einfach unglaublich dankbar bin und ja, das eine Erinnerung für immer sein wird. Ich erinnere mich wirklich noch an den Moment, man musste ja dann über diese Steine da zum Wasser gehen und da wurden wir dann alle aufgereiht, es war ja noch halb dunkel und ich weiß, dass ich mir da nochmal gesagt habe, okay, richte dich auf, mach dich wirklich nochmal groß und lass diesen Gedanken zu, heute ist dein Tag. Und das hat mir irgendwie so eine innere Ruhe gegeben, die vielleicht in dem Moment mir auch ein bisschen Angst gemacht hat, weil man ja immer auch erwartet, dass man so in einer maximalen Anspannung ist vor so einem Rennen. Und ich war, glaube ich, schon in einer Anspannung, aber eben nicht in dieser Überanspannung, in der ich mich schon befunden habe, sondern es war so ein guter, geerdeter Moment, kann man fast sagen, wo ich einfach ein großes Vertrauen in mich selbst hatte. Also es war ein gutes Schwimmen, ich habe mich in einer guten Position wiedergefunden und habe von da an eigentlich immer so, ich hatte so das Gefühl, da war so ein positives Momentum, was ich einfach über das Rennen geschafft habe, so für mich am Laufen zu halten. Natürlich war es auch super motivierend zu sehen, dass das, was Philipp und ich im Vorfeld besprochen haben, wie ich über die Radstrecke fahren möchte, dass das sich zusammengefügt hat, dass das geklappt hat, dass ich tatsächlich meine Stärken ausspielen konnte, dass ich immer weiter aufgeholt habe und dann tatsächlich irgendwann um Kilometer 100 rum an der Spitze von dem Rennen war. Also da lief einfach alles wirklich so gut zusammen. Ich war einfach in so einem Flow-Zustand, wo ich einfach diesen Glauben nie verloren habe, dass ich das heute versuche, mit Cat vom Rad zu steigen, zu wissen, jetzt ist der Druck maximal hoch, hier mit einer der besten Läuferinnen auf die Laufstrecke zu gehen. Und mir sind ja einige Missgeschicke auch passiert, aber trotzdem habe ich mich davon nicht beirren lassen, sondern
ich war einfach so, ich würde fast sagen, so dieser Laserfokus, den hatte ich, das habe ich gespürt. Und der Marathon war schon auch von Emotionen geprägt. Also es war jetzt nicht so, dass ich immer von Anfang an dachte, so hier, das ist jetzt ein Selbstläufer und ich gewinne hier heute auf jeden Fall. Ich glaube, was wirklich bezeichnend war dieses tiefe Gefühl, dass dieser Glaube an mich, dass ich das schaffen kann. Und natürlich wurde das verstärkt durch einfach die Menschen, die mich supportet haben an der Strecke und mir immer wieder auch so gerade Philipp auch einfach so nochmal so ein Feedback gegeben hat, so hier, das läuft alles perfekt, mach genau so weiter. Ich habe das Rennen von Laura von der Seitenlinie erlebt als Trainer. Ich habe vor allen Dingen die intensive Zeit zuvor im Kopf und das Rennen selbst war für mich beim Schwimmen ganz entspannt, aber dann habe ich mich sehr schnell auf den Weg nach draußen gemacht. Das heißt, ich war sehr viel mit mir alleine, habe Teile des Livestreams gehört, habe Laura am Wendepunkt, ich habe sie am ersten Berg getroffen, dann am Wendepunkt getroffen, dann wieder auf dem Weg in die Stadt und ich habe versucht, einfach nur da zu sein. Einfach sie zu begleiten durch den Tag, vielleicht an ein paar Stellen, an denen andere nicht sind. Am Wendepunkt ist mir gelungen, tatsächlich alleine zu sein, außer dem Hubschrauber. Dann die intensivste Zeit der Begleitung, wo ich dann wirklich nah dran sein durfte, ist der Marathon. Ich glaube, man hat mich auch im TV immer wieder hin und her flitzen sehen auf dem Rad. Und da war es ja dann tatsächlich so, dass man einmal halt der ganz große Knackpunkt war, wie läuft Laura mit Cat? Wie geht sie mit der Situation um, die sie halt eigentlich vorneweg in den T100-Rennen eigentlich immer gegen sie entschieden wurde. Also das heißt, das zu drehen, auch im Marathon, zu wissen, okay, wie stelle ich die gute Frau jetzt wirklich ab, schlussendlich. Und irgendwann kam sie an mir vorbei und hat gesagt, den nervt. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann stell sie ab. Ja. Und das ist dann auch tatsächlich richtig gut gelungen, in der schnellen Passage mit dem Rückenwind da ein Tempo anzuschlagen, was glaube ich einfach für Cat dann schwierig war temporär. Und die Lücke auch so zu halten, war dann die Aufgabe und da vielleicht den Raum einfach gehalten, dass es gelingen kann. Schweif gerne in der Vorstellung in der Zukunft und überleg dann, was möglich ist. Ja, und ich glaube, manchmal muss man an einen Ort fahren, so wie wir im Januar, um eine echte Vorstellung von etwas zu entwickeln. Genauso wie man eigentlich auch Hawaii erlebt haben muss, um eine wirkliche Vorstellung davon zu entwickeln, wie so etwas wie eine gelungene Zukunft aussehen kann. Und mag jetzt der eine oder andere sagen, bei dir piept's, aber im Prinzip habe ich mir eine Idee davon entwickelt, wie es möglich ist, dieses Rennen zu knacken. Dass es dann so cool aufgeht, hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, was wir dann noch weiterentwickelt haben übers Jahr. Aber das ist natürlich eine coole Bestätigung. Klappt natürlich nicht immer, aber ja, hat Spaß gemacht. Titel bedeutet mir natürlich extrem viel, weil es ein Traum war, der in Erfüllung gegangen ist. Und im Endeffekt eine Errungenschaft, die mir niemand mehr nehmen kann. Und auf die ich einfach unglaublich stolz bin, weil ich mit meinem Team so hart gearbeitet habe über Jahre und alle irgendwie diesen Glauben hatten, dass ich das schaffen kann und es dann tatsächlich zu schaffen und das mit Menschen zu teilen, die in mich investiert haben, an mich geglaubt haben. Das ist einfach das größte Geschenk und da bin ich unglaublich dankbar, dass ich das gemeinsam mit allen Menschen, die mich unterstützen, erleben durfte. Ein Weltmeistertitel zu gewinnen, ist natürlich was ganz Besonderes. Und ich glaube, was er vor allem mit mir gemacht hat, ist natürlich ein extremes Vertrauen in den Weg, den wir eingeschlagen haben im Training, in der Vorbereitung. Einfach, das ist die beste Bestätigung, die man bekommen kann für die Arbeit, die man tut. Da habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr schon sehr besonders war. In all dem, was wir getan haben, Entscheidungen, die wir getroffen haben, Schwerpunkte, die wir gesetzt haben. Und ein Stück weit schon ist es einfach auch ein bisschen eine Krönung von meiner Karriere jetzt bisher. Zu sehen, wie ich einfach Jahr für Jahr, Stück für Stück immer besser wurde, mich verbessert habe und auch langsam dieser Glaube entstanden ist, dass ich vielleicht tatsächlich sogar mal so einen Weltmeistertitel gewinnen kann. Durch den Titel hat sich extrem viel verändert. Also ich würde sagen, seit dem Rennen ist mein Leben schon ein bisschen anders. Also ich würde sagen, ich bin die gleiche Person und da hat sich nichts verändert. Ansonsten war es ziemlich busy. Also es gab tolle Möglichkeiten über die letzten Wochen und Monate seit dem Rennen. Da habe ich natürlich versucht, so viel wie möglich
auch wahrzunehmen, Chancen zu ergreifen, durch Türen zu schreiten, die sich öffnen, einfach auch ein Stück weit das zu ernten, was sich einfach durch so einen Titel eröffnet. Und das Schöne ist, dass es wirklich so ein Weltmeistertitel einfach auch einem ermöglicht, dass man so ein bisschen diese Triathlon-Bubble verlassen kann und vielleicht tatsächlich auch meine Stimme zu nutzen für Themen, die mir wichtig sind, um einfach noch mehr Menschen zu erreichen oder am Ende auch einfach mehr Menschen noch für unseren schönen Sport zu begeistern. Die letzten Wochen waren jetzt einfach schön, weil ich keinen Trainingsplan mehr verfolgen musste, sondern mich wirklich dann auch mit voller Hingabe auch anderen Projekten widmen konnte. Ich glaube, dieser Mix, der war einfach eine extrem coole Erfahrung und bin mir sicher, es kommt auch irgendwann wieder der Punkt, wo es dann einfach wieder der volle Fokus auf das Training und den Sport zurückkehrt. Von mir ist erstmal richtig viel Druck abgefallen. Ich bin krank geworden. Das heißt, ich glaube, es hat mir gezeigt, wie sehr ich in dem Fokus war und wie sehr ich darauf hingearbeitet habe. Und es war einfach eine große Erleichterung, dass das Projekt so erfolgreich war. Heute bin ich stolz, dass es gelungen ist. Bin auch ein Stück weit froh, dass einfach all diese Sachen so ineinander gegriffen haben. Und sonst verändert es aber gar nicht so viel. Also es ist ja so, dass wir schon seit langem auf einem echt guten Level da unterwegs sind. Aber es ist halt Proof of Concept. Haken dran. Nach der echt turbulenten Zeit, nach dem Sieg, irgendwie wieder den Fokus zu finden, sich noch für 2 T100-Rennen vorzubereiten, das war eine Riesenherausforderung. Ich habe ja im Endeffekt nicht damit gerechnet, dass ich Weltmeisterin werde und vor allem wusste ich nicht, was das mit mir macht oder was es auch für einen Impact hat. Und der Hauptimpact war einfach, dass eine riesen Anspannung von mir abgefallen ist und dann kam halt vor allem Las Vegas einfach super schnell doch um die Ecke und ich habe natürlich versucht, irgendwie noch im Training ein paar Einheiten zu machen, um meinem Körper zu zeigen, hey, das war es jetzt nicht, sondern da ist noch was geplant. Es war mit einer der schwersten Rennerfahrungen, die ich hatte, würde ich sagen. Für das Finale in Dubai habe ich es ein bisschen besser noch hinbekommen. Wirklich auch nochmal, eigentlich echt ein paar gute Einheiten zu machen, weil die Fitness war ja eigentlich da, aber ich glaube, was super schwierig war einfach wirklich nochmal diese Anspannung und diesen Fokus zu erzeugen. Und da muss ich auch echt sagen, dass Nizza einfach so ein geiles Erlebnis war, dass es für jedes andere Event jetzt sowieso schwer wird, da irgendwie noch mal ranzukommen. Und dazu kam auch noch, dass ich echt auch das Gefühl hatte, dass auch mein Team und auch Philipp und so, also vor Nizza, weil wir halt alle dieses Ziel so klar formuliert hatten, waren alle all in und jeder hat da sein Bestes gegeben, um das wirklich möglich zu machen. Und auch im Team war halt so ein bisschen die Luft raus und es war cool, die Rennen nochmal zu machen, zu Ende zu bringen, weil das sind, glaube ich, wichtige Erfahrungen, die ich auch noch für die Zukunft gesammelt habe. Gerade auf meine Leistung in Dubai bin ich auch extrem stolz. Das war eine Top-Leistung, aber es ist halt einfach wirklich ein komplett anderes Rennformat und eine krass gute Besetzung und da muss man halt genauso wie ich den Fokus auf Nizza gesetzt habe, im Endeffekt den Fokus auf dieses Format setzen, um da richtig gut zu sein. Ich habe mich Anfang des Jahres entschlossen, das zu machen, diese Serie, habe sie ins Ziel gebracht, habe ein Jahr vor allem beendet, was sportlich gesehen mein erfolgreichstes Jahr ist. Ich habe, glaube ich, mit die meisten Wettkämpfe gemacht, die ich jemals in einem Jahr gemacht habe. Ich bin gesund geblieben, ich bin nicht irgendwie ausgebrannt oder so, sondern ich freue mich extrem auf meine Pause, aber vor allem, um auch einfach nochmal alles für mich aufzuarbeiten und zu reflektieren und zu verarbeiten und dann extrem motiviert, aber auch wieder ins neue Jahr zu starten. Ja, jetzt beginnt für mich erstmal mit Beginn des Winters eigentlich eine Zeit, wo ich wirklich nochmal auch versuche, richtig abzuschalten, wirklich Ruhe für Geist und Körper zuzulassen, aufzutanken, zu verarbeiten. Dann freue ich mich aber auch schon mega wieder ins Training einzusteigen und mit dem Team, was wir einfach dieses Jahr zusammengestellt haben, wirklich die alle ins Boot zu holen, um nochmal zu sehen, wie wir fürs nächste Jahr Verbesserungen erzielen können. Und das ist ein unglaublich
cooler, intensiver, spannender Prozess, der hoffentlich auch viel Freude macht und da freue ich mich jetzt drauf. Ich freue mich drauf, dass ich tatsächlich nicht auf den Punkt hinarbeiten muss, sondern wieder an dem ganzen Konstrukt arbeiten darf. Klingt vielleicht blöd, aber als Trainer ist die Zeit eigentlich die schönere Zeit, weil ich ja nicht so krass in der Funktion, also ich bin in der Funktion als Trainer, aber meine Funktion als Trainer ist in der Entwicklung gepolt und ich darf das Gesamtkonstrukt gestalten und darf auch ja eigentlich so einen divergenten Blick auf die ganzen Sachen haben und ich muss nicht voll auf den Punkt denken, wie funktioniert das an dem Tag und Shape produzieren, sondern eigentlich so ein bisschen in Gedanken ein bisschen weiter schweifen und mir überlegen, was braucht es denn, um weiterzukommen? Und das ist eigentlich die schönere Aufgabe als Trainer. Ja, wir haben eine WM-Feier ausgerichtet, weil wir einfach das Gefühl hatten, es ist mal an der Zeit, nach dem Erreichen von diesem Titel ja, alle Menschen einzuladen, wo wir das Gefühl haben, dass sie über die letzten 10 Jahre Teil von meinem Weg waren. Frühe Förderer, die wirklich schon früh ja, den Mut hatten, eigentlich in mich zu investieren, wo noch überhaupt nicht abzusehen war, dass man aus mir eine Weltmeisterin werden kann. Und natürlich die Menschen, die aktuell meinen Weg begleiten. Und ja, es war ein überwältigendes, schönes Erleben, einfach mit den Menschen da gemeinsam den Abend zu verbringen. Mehrfach wurde mir gesagt, dass es auch gerade von Partnern die erste Weltmeisterparty ist, auf der sie zu Gast waren, was ich kaum glauben konnte. Und es hat mich einfach ja, darin bestätigt, dass es ja, einfach genau richtig war, sowas zu machen. Wir waren ja, über 120 Leute, was für uns einfach überwältigend war zu sehen, einmal wie viele dann tatsächlich auch Teil von so einem Erfolg sind, von so einem Weg sind und dass alle gekommen sind, um ja, mit uns zu feiern. Und das ist auf jeden Fall eine Erinnerung, die bleibt mir für mein Leben lang und für die ich extrem dankbar bin. Ja, ein paar spannende Projekte, die jetzt auch einfach gerade noch vor Weihnachten noch anstehen, ist tatsächlich, dass wir gerade dabei sind, meine Schmuckkollektion sozusagen jetzt schon fast zu erweitern. Also die Ohrringe kennt ihr vielleicht schon, die Blitze, die mein Glücksbringer sind und jetzt dann auch wieder erhältlich sind. Dazu gibt es jetzt ein cooles neues Armband mit einem Würfel in Pink, in Schwarz. Wir haben auch auf euch gehört und haben sowohl Ohrringe als auch Armband jetzt auch in Silber. Und das ist eins ja, der Herzensprojekte, die einfach extrem viel Freude macht, wo ich einfach hoffe, dass es euch genauso gut gefällt wie mir. Und ja, mit Philipp werde ich auf jeden Fall das Thema Podcast noch intensiver angehen. Da könnt ihr euch auch auf ja, hoffentlich spannende Folgen freuen. Und da freuen wir uns zumindest schon extrem drauf, jetzt auch, wenn uns wieder ein bisschen Luft bleibt für solche Projekte, da richtig Gas zu geben, weil wir einfach vor Ideen und Themen sprudeln und die eigentlich nur die Zeit finden müssen, um die loszuwerden sozusagen. Und ja, es warten auch sogar noch ein paar TV-Auftritte, die sicher eine coole Chance sind. Und wenn ihr Lust habt, uns im neuen Jahr live zu erleben, dann schaut doch mal bei der Trivü-Tour vorbei. Da sind wir gemeinsam mit Niklas Bock, den Jungs vom Plattfuß-Podcast und Philipp und ich sind eben auch Teil davon in Deutschland unterwegs. Wir kommen nach Hamburg, nach Heidelberg, nach Köln, nach Nürnberg und Berlin. Und ja, hoffentlich präsentieren wir euch da ein spannendes Abendprogramm. Es wird lustig, es wird hoffentlich auch wirklich nochmal ein bisschen Insiderwissen in ja, unser Erleben, wie man Weltmeister wird. Und es wird sicher viel um Triathlon gehen, aber nicht nur. Ich glaube, es ja, wird ein cooler Abend, auf den ihr euch freuen könnt. Und wir würden uns natürlich extrem freuen, ja, euch da zu sehen.